Ist die Droprate während der Master Quest reduziert? Oh ja, um 50%. Wobei ich mir persönlich unsicher bin, wie genau das berechnet wird. Aber halbiert, ja. Halbierte Drops und XPs. Ich habe allerdings letztes Jahr mit meinem Master Jester sehr viele Giants und Violets getötet. Und es wird zumindest zu, würde ich sagen, 30%, wenn nicht mehr, ausgeglichen. Also wenn es jetzt wenn du Droprate sagst, dann redest du ja normalerweise von irgendwas, was man killen kann. Was auch irgendwas droppen kann. Und bei normalen Monstern finde ich schon, dass man es heftig merkt als Master, dass man weniger Droprate hat. Also an NPC-Items und so, finde ich, merkt man es schon extrem. War so meine Erfahrung. Deswegen bin ich mir auch nicht sicher, ob das wirklich funktioniert, so wie das sein sollte. Weil ich habe immer das Gefühl, dass Master, obwohl ich eine viel bessere Killtime habe, gefühlt nichts an Drops bei rumkommt. Also ich töte gefühlt doppelt so schnell Mobs, habe eine halbe Droprate, müsste ja aber dann in Summe sich ausgleichen. Tut's aber gefühlt nicht. Und bei Violets und Giants ist es auch so, du droppst die Hälfte als Master. Aber da muss man halt sagen, ein Master ist ja schon extrem viel stärker als ein normaler Char. Und ich finde, bei Violets und Giants merkt man das noch viel mehr als bei normalen Monstern. Weil du kannst ja auch als Non-Master eine gute Killtime haben und schnell leveln. Das ist jetzt eher nicht das Problem. Natürlich ist der Master immer stärker. Aber bei Violets und Giants ist es halt so, dass du mehr tanken kannst. Du machst viel mehr Damage, also die Giants sterben schneller. Du stirbst in der Regel gar nicht, also wirklich niemals. Als Non-Master stirbt man schon hin und wieder bei Giants, wenn man nicht so krasses Equipment hat. Jeder Tod, jeder Reset kostet eine Menge Zeit. Und als Master kannst du halt manche Giants, wenn die ein Level unter dir sind zum Beispiel und auch den Crit-Damage-Bonus bekommst, weil du sie outlevelt hast, kannst du die Giants halt wirklich in 5 bis 10 Sekunden töten, was ein Non-Master, da musst du schon extrem gutes Equipment haben. Das ist schon eher unrealistisch, dass ein Non-Master so stark ist. Und dann droppst du zwar weniger, aber sofern du genügend Giants und Violets findest, gleicht sich das dann meiner Erfahrung nach eigentlich schon eher wieder aus. Weil in der Zeit, wo ich 2, 3 Violets oder Giants töte, tötet ein anderer halt höchstens einen. Das heißt, ich habe viel mehr Zeit, um zu suchen oder beziehungsweise zu finden, wo der Non-Master halt einfach an einem Giant ewig hängt und dann gleicht sich das dann auch irgendwie wieder aus. Also ich würde jetzt nicht unbedingt empfehlen, das Master Giants und Violets zu hunten. Das will ich damit nicht unbedingt sagen. Ich will nur sagen, dass es da nicht so krass ist wie beim Leveln. Also beim Leveln habe ich es immer negativer empfunden. Viel weniger NPC-Kram als bei Giants und Violets, weil da gleicht sich dann einfach dadurch aus, dass ich doppelt bis dreimal so viele töte. Und die Drops eigentlich immer gepasst haben. Auch als Master. Eigentlich unlogisch, weil es müsste ja beides gleich funktionieren, aber das ist einfach nur meine Erfahrung. Ich sage nicht unbedingt, dass das Sinn ergibt, aber naja, irgendwie schon. Wenn du als Non-Master ziemlich stark bist, dann macht es beim Leveln halt wenig Unterschied. Aber wie gesagt, wenn du halt ein 150er-Set trägst, Death-technisch und so, beim Giant Hunten, das macht halt schon einen gewaltigen Unterschied. Was die Giant Hunt Experience angeht, fühlst dich halt einfach unsterblich. Was du als Non-Master in der Regel halt eher nicht hast, dieses Gefühl. Schon nice. Gut, Jester generell ist halt eine gute Klasse zum Giant Hunten, das kommt auch noch dazu. Aber ist er ja als Non-Master auch. Muss man sagen.